Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo ThinkBook und zwar ein 13S G2 ITL und ich zeige euch auch gleich, wo ihr an die Modellnummer rankommt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar genau hier oben. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier eigentlich relativ einfach ist, weil man nur den Frontrahmen abnehmen muss. Allerdings ist es so, dass es hier eine Schiene gibt, die man seitlich rausnehmen muss. Das heißt, im Endeffekt muss man dann doch alles aufmachen, das Display losschrauben und dann kann man die Schiene zur Seite hin rausnehmen und ja, kommt so eben an das Display ran. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase, wohingegen man das Touchpad hier einzeln tauschen kann. Um das Gerät zu öffnen, muss man als allererstes alle Schrauben lösen, die auch sehr gut ersichtlich sind hier. Und in dem Fall ist es so, das sind Torx-Schrauben und alle Schrauben sind gleich lang. Und ja, ich benutze hier eigentlich für alle Arbeiten am oder im Gerät ein Universalwerkzeug. Das ist super praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Hier hat man echt alles dabei, was man braucht. Die ganzen Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Das habe ich mir jetzt hier schon mal rausgesucht. Und ja, wie gesagt, das sind Torx-Schrauben. Das ist auch gut abzulesen hier. Und in dem Fall nehme ich ein T5. Und nachdem man die Schrauben losgemacht hat, das habe ich jetzt hier schon gemacht, kann man anfangen, die Unterseite zu lösen. Und es ist bei dem Gerät auch wirklich gut zu sehen. Genau hier läuft die Verbindungslinie oder die Verbindung zwischen Gerät und Unterseite. Auch hier. Und ja, ich glaube, das wird hier hauptsächlich von den Schrauben gehalten. Also es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Einraststellen. Das hängt aber natürlich auch ein bisschen davon ab, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht. Prinzipiell versucht man jetzt eine Lücke zu finden zwischen Gerät und Unterseite. Ich probiere da meistens an der Rückseite anzufangen. Und dann gehe ich mit dem Öffner hier so ein bisschen dazwischen und hebel das dann nach oben hinweg. Und das geht manchmal ein bisschen schwerer, manchmal ein bisschen besser. Da muss man einfach mit Geduld dran. Ja, und auch das laute Knacken ist hier völlig normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Und in dem Fall ging das jetzt wirklich extrem leicht. Sollte das mal nicht so gut gehen, dann macht man wirklich einfach in der gleichen Technik weiter. Man geht dann hier runter und hebelt das nach oben hin auf. Auch auf der Vorderseite. Von hier kommt man daran und kann das aufhebeln und ja, dann hat man das irgendwann lose und kann die Unterseite da einfach abnehmen und kommt so an das Gerät ran. So, wenn man das Gerät auf hat, immer das allererste, was man macht, ist den Akku vom Mainboard trennen, dass das Gerät auch wirklich jetzt keinen Strom mehr hat. Und in dem Fall, wir sehen hier den Akku, läuft das Kabel hier zum Mainboard und das kann man in dem Fall einfach seitlich rausziehen. Ich fasse dafür hier mal am Kabelbund und mit ein bisschen Wackeln ist das ganz schnell getrennt. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen über dem Akku hier drüben die SSD. Darüber sind die beiden Lüfter, die sich auch einzeln tauschen lassen und der Heatsink. Und in dem Fall hier ist es so, der RAM ist aufgelötet, das heißt, den kann man nicht erweitern oder austauschen.
Und hier ist übrigens noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Auch das ist hier aufgelötet. Um den Akku auszubauen, muss man die Schrauben hier, die alle mit M2 bezeichnet sind, lösen. Und dafür muss man auch den Aufsatz wechseln. Das sind nämlich ganz normale Kreuzschrauben. Und da nehme ich in dem Fall jetzt einfach ein PH0. Das steht übrigens auch immer hier auf dem Bit selber mit drauf. Ja, wenn man alle Schrauben gelöst hat, kann man den Akku aus dem Gerät nehmen. Hier vorne laufen noch so ein paar Kabel durch. Die kann man vorher oder jetzt dann einfach hier so ein bisschen rausfädeln. Und ja, so kann man den Akku dann auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Wie gesagt, das kann man auch einzeln lösen. Und hier ist es so, es gibt 4 Schrauben, die sind hier jeweils unter diesen kleinen Klebeabdeckungen. Das heißt, die muss man rausnehmen. Und dann muss man noch das Kabel trennen, was zum Mainboard läuft. Und hier ist es so, das ist ein Kippschalter, das heißt nicht einfach dran ziehen. Den klappt man erst so nach oben. Und der gibt dann das Kabel frei. Und dann kann man das nach hinten hin rausziehen. Und ja, dann kann man die Platte abnehmen und das Touchpad von der anderen Seite entgegennehmen. Und der Wiedereinbau ist dann funktioniert in umgekehrter Reihenfolge genauso. Da noch einfach nur darauf achten, dass man hier das Kabel vom Touchpad wirklich wieder bis ganz in den Stecker reinschiebt. Und auch gucken, dass der auf ist, sonst geht das nämlich nicht. Genau so. Dann wird das wieder zugeklappt. Ja, und schon hat man das. Auch die SSD lässt sich hier super einfach tauschen. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier drüben gehalten. Und sobald man die gelöst hat, kann man die so ein ganz kleines bisschen nach oben hebeln, nicht zu weit. Und dann nach hinten aus dem Slot ziehen. Das weiß man nämlich vorher immer nicht, ob da noch ein bisschen Kühlpaste unten drunter ist. Und dann kann es eben sein, dass die ein bisschen klebt. Und ja, so kann man die dann austauschen. Die kommt genauso wieder in den Slot. Ganz nach hinten. Einfach nur aufpassen, dass man die Kabel da nicht einklemmt. Ja, dann ein bisschen nach unten drücken und wieder verschrauben. Und schon ist das Thema auch erledigt. Bei den Lüftern ist es hier so, die kann man, auch wenn man nur einen tauschen will, nur im Doppelpack kaufen. Die sind ja auch unterschiedlich, sieht man hier. Genau, lassen sich aber beide einzeln tauschen. Die werden jeweils von den 2 Schrauben hier gehalten. Und hier sind die Schrauben auf der Seite. Und da laufen auch immer noch Kabel drum herum. Ja, die sind aber super einfach aus der Führung hier rauszubekommen. Ich zeige das jetzt mal exemplarisch an dem hier. Genau, eben hier das Kabel so ein bisschen zur Seite machen. Genau so. Und dann sieht man schon, dass hier unten drunter der Stecker läuft. Und auch den muss man natürlich rausnehmen. Ich weiß nicht, ob man das, ich bin zwar nah dran, hier sieht. Ich will das mal noch ein bisschen näher. Und den zieht man quasi nach hinten hin einfach raus. Genau so. Und hier ist es jetzt so, der ist markiert auf der einen Seite mit so einem weißen Punkt. Und das heißt, dass das nach oben zeigen muss. Beim Wiederverbinden würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch erst den Stecker tatsächlich wieder hier zu verbinden. Da hat man dann nämlich nicht die Gefahr, dass man das vergisst. Ich gucke jetzt hier mal. Das ist echt fummelig. Da muss man nämlich wirklich schauen, dass der auf beiden Seiten wieder richtig drin steckt. Dass der, ich weiß nicht, ob man das auf der Seite auch sieht.
Da ist der hier unten, da kommt man jetzt also noch schlechter dran. Genau, dass der am Ende auch wieder anspringt und richtig arbeitet. Und dann schiebt man den Lüfter. Die Kabel müssen hier auch wieder drum rumlaufen. So etwas unter den Heatsink. Genau so. Schaut, dass die Kabel wieder in der Führung sind. Einmal unten, einmal oben, einmal unten. Und der Lüfter an sich fällt hier dann auch einfach wieder auf die Gewinde drauf. Das Klebeband wieder drauf und kann dann so wieder verschraubt werden. Genau. Und ja, wie gesagt, auf der anderen Seite dann das gleiche Spiel. Auch hier muss man ein bisschen geduldig sein, was den Stecker angeht und die Kabel, aber ansonsten das gleiche Prinzip. So, den Akku, den legt man im Grunde genommen einfach genauso wieder zurück in das Gerät. Da sollte man jetzt nur schauen, dass man hier eben auch die Kabel wieder einfädelt. Aber auch das ist zum Glück echt einfach gestaltet. Und der hat hier drüben so kleine Hilfsöffnungen, die genau auf diese Führung hier kommen. Und dadurch stellt man im Grunde genommen, genau wie hier drüben, sicher, dass der in der richtigen Position ist. Und ja, dann kann man auch den wieder verschrauben. Und ganz, ganz wichtig, natürlich nicht vergessen, am Ende auch das Kabel wieder zu verbinden, dass das Laptop dann auch Strom bekommt und man das nicht alles nochmal aufmachen muss. Ja, und dann kann man auch schon die Unterseite wieder mit dem Gerät verbinden. Ja, und die Unterseite legt man jetzt einfach wieder von oben auf das Gerät, drückt das nach unten hin fest. Hört man super, wie alles wieder einrastet. Und dann ja, muss man nur noch alles wieder verschrauben und ist damit fertig. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.